In diesem Video zeige ich euch, wie ich dieses wunderschöne Brot aus Quark, Eiern und 2 weiteren Zutaten hergestellt habe. Für das Brot brauchen wir folgende Zutaten: 200 Gramm Quark. Dabei ist es egal, ob ihr Magerquark nehmt oder 40%ige Fettstufe. Das macht wirklich keinen Unterschied. 4 Eier in der Größe S. Und das vermische ich erstmal. Darauf gebe ich etwa einen halben Teelöffel Salz. Und jetzt kommen die trockenen Zutaten. 180 Gramm Müsli. Das ist ein ganz normales Frühstücksmüsli ohne Zucker und ohne Früchte. Und 25 Gramm Quinoa. Und erstmal vermischen. Das lasse ich jetzt erstmal ungefähr 10 Minuten einweichen. Den Teig habe ich ein bisschen ziehen lassen und den knete ich jetzt mal durch. Das mache ich, damit die Haferflocken nicht so groß und feste bleiben. Man sieht, dass sich die Konsistenz langsam verändert und sich das Ganze besser verbindet. Und als letztes gebe ich darauf 24 Gramm Flohsamenschalen. Und die werden gut untergemischt. Ich forme das schon mal grob zusammen und decke den Teig ab. Das lasse ich 20 Minuten quellen und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Der Teig ist jetzt richtig schön gequollen und fest geworden. Jetzt nehme ich ein mit Backpapier belegtes Backblech und streue ein bisschen von dem Müsli auf den Boden. Einfach den Teig drauf geben und den Teig forme ich so, wie ich den haben möchte. Ich forme das Brot zu einem ovalen Teig. Und oben streue ich auch noch ein bisschen Müsli drauf. Das war's jetzt im Grunde auch schon. Ich heize jetzt meinen Backofen vor auf 180 Grad Ober-Unterhitze. In der Zwischenzeit kann das Brot noch mal ein bisschen quellen. Und wenn der Ofen heiß ist, dann backe ich das Brot für 60 Minuten. Mein Ofen ist jetzt vorgeheizt. Übrigens, was das genau für ein Müsli ist, das schreibe ich euch in die Infobox. Auf jeden Fall besteht das aus verschiedenen Getreidesorten und ein paar Kernen. So, ich zeige euch mal, wie das Brot geworden ist. Das sieht so schön aus. Die Farbe sieht so appetitlich aus. Wenn ich jetzt beim Bäcker stehen würde, dann würde ich denken, das ist ein Vollkornbrot. Ich habe übrigens vorhin vergessen zu sagen, vor dem Backen habe ich das mit einem Messer ganz leicht angeschnitten. Dann schauen wir uns jetzt mal an, wie das von innen aussieht. Ja, total lecker. Diese Farbe ist so schön von dem Brot. Durch die Haferflocken ist das Brot kompakter, aber ich verspreche euch, das schmeckt richtig lecker. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir in die Kommentare. Hier oben rechts verlinke ich euch ein Video, da könnt ihr sehen, was für ein Brot ihr noch mit Haferflocken backen könnt. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, dann sehen wir uns beim nächsten Mal.